zu viel Chicken Nuggets gegessen. So, da ist der nächste Livestream gestartet. Weiter geht's mit der PC Gaming Show. Grüße gehen raus an Andi. 5, 4, 3, 2, 1. Pausier bei einer Minute. Eine Minute noch. Alles klar, warte, ich pausiere auch gleich bei einer Minute. Also einfach den scheiß Stream neu. Ja, wir versuchen gerade zu synken. Na, schon wieder, was wir gerade tun. Ja, jetzt sind wir auf 1 abgesprungen. 3, 2, 1. Bei mir ist es eine Minute. Eine Minute. Bin auch bei der Minute. 4, 3, 2, 1, eine Minute. Hast du Pause gedrückt? Ja. Gut. Fabi, wann bist du bei einer Minute? Ja, alles gut, das läuft jetzt schon wieder synchron. Okay, dann auf mach ich Counter, dann machen wir alle Play. 3, 2, 1, Play. 58, 57. Ja, genau, jetzt zwischen Sören synchron. Sehr gut. Ja. Good things come to those who wait, and your patience has finally paid. Get ready because So, willkommen zur PC Gaming. Mal schauen, Quiz Show. Bin gespannt. Interviews, jawohl, freuen wir uns alle drauf. Countdown Time. Let's go. Let the cringe begin. Hey everyone, welcome to the PC Gaming Show 2022. I'm Day 9 still, one of your hosts, joined again by the amazing Mika Burton. Hi. While we may look like elaborate Unreal Engine renders, we are here in the flesh, as is the hardware, bringing you the best and brightest in the world of PC gaming. Over the next 2 hours, we are going to showcase a metric ton of killer upcoming PC games through world premieres, exclusive interviews, and a few surprises. Wer hat im Hintergrund so eine Schere an seinem Werkzeugschrank hängen? Might even be able to win yourself a fancy computer. And now you may remember the last time you saw me on this show, things ended quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuted me. I think I died. Das war die beste Story ever. I'm not really sure. It was standard robot stuff, just minus the overbearing. Das war so eine Fiebertraum letztes Jahr. Yeah, well, actually, what happened to DevBot anyway? Wasn't he supposed to come back for this show for like Revenge of the DevBot? Well, he's dead. Oh. We melted him down to try to make our own graphics cards since they're still hard to find, and I would say he's in a better place. But I played Cyberpunk 2077 and he's not. Ooh, that's pretty dark. Das ist halt jetzt für cringe, ne? Nostalgic. That's insane. Because the show actually took place in a parallel reality. All right, so you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which is not to be confused with E3, because this show is still happening. So thrilled to be back this weekend, full of celebrations of gaming by putting the spotlight on something near and dear to our hearts. PC gaming. And so, without any further ado, it's time for my favorite part. Rated N for mature. I won't leave you. You're not a monster. In the beginning, the world was subjugated by chaos. Chaos. Endless droves of horrors trespassed into the world. And so came the solstice of souls. Something's coming. Between death and transcendence, a chimera chooses death. What? Show us what you've got! Sieg geht steil. Ja. May the judge have mercy on your souls.
Hey, Soul Sister. Always will be. As long as Ah, we are yes. together. The strong female character every game needs. Das hat sich frauenfeindlicher angehört, als es eigentlich sollte. They wanted yet another monster. They shall have one. Was seht denn ihr gerade? Release-Datum. Geisterhand. Hände gehen nach oben. Biu, 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 biu. Und jetzt seht ihr Solstice, ja. Genau. Schon wieder nicht synchron. Ich stopp mal, sobald die Show wieder anfängt. Okay, wenn der Typ wieder zu sehen ist, sagst du? Ja. Okay, drücke ich auch. Jetzt sehe ich die Games. Pre-Order now. Pre-Order now, ja. 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 Register now für Early Access, PC Okay, Demo nix, Access. warte. Auf wann hast du jetzt pausiert? Wenn Play angezeigt wird. Play, okay. Jetzt, Gestoppt. Beckmann, Weiter. weiter. Sorry, ich kann grad nicht. Okay, 3, 2, 1, go. Animal Don't Stuff. Rootwood. Access 2024, 23. Unbekannt. Das ist smart. Einfach zu sagen, kommt irgendwann, halte die Fresse. Tactical Breach und Wizards. Ah ja. Das ist Kämpfer gegen Polizisten und Zauberer. Dann selber ein Zauberer. Ja, also man ist. Man ist beides. Ja, scheinbar. Also, wenn die, als hätte James Bond noch Gandalf neben sich, sehe ich das richtig. Guter Vergleich. Der PC Gaming Show sind ein bisschen mehr Indie-Games, ne? Ja. Ist auch nicht schlecht. I know. Ja. Fucking SWAT Gandalf. Dann reden die miteinander. Das ist ja eine seltsame Idee. Ja. Also Tactical Breach Wizards. Hörst du das schon? Also das schon. You just saw Tactical Breach Wizards, a turn-based game of sorcery and SWAT team strategy from the makers of Gunpoint and Heat Signature. My strategy, personally, is very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Get it? Aha, Cadaver. witzig. Dead body. Next, we have a solution to the age-old problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Ist sie eigentlich wieder sponsored bei Epic Games? Ist halt nicht da. Das World Premiere. You. What have you done? Shoot myself. Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Sit here and don't you dare move. Und in Space. You're not gonna like this part. Was auch sonst? Der Invincible.
The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Kritze, Kritze. Was ist das für ein nerviges Geräusch? Entschuldigung. Geigerzähler. Holy shit. Hier gibt's auch im Orchester, ne? Die Geigerzähler. Oh Mann. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many Another one. Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Astrogator, they're dead. So you found someone. Unfortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. I'm getting into the recorder. Rekorder. What do we have here? Uh-huh. They made their way through with a beam of antimatter. How subtle. Did you locate this passage? I'm looking at wo it now. könnte das nur They sein? pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Yasna, do you hear me? Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. I'm better now. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. The lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. The robot's gone. You must have broken his loop. But I didn't. Well, he must have done something. Never mind. Follow it. Fuck! It's getting up! Robot? No! Hacksword. Antimat! Come on, Yasna. Run. Hide. Yasna, are you alive? Yes, it's fucked up the robot. What's it doing now? Warum hat der AirPods in den Ohren, Alter? Take care of our people, Novik. Komm, auf jedem Time to Launcher take a geht doch. pit stop Das jedes Mal at the wieder. nearest dungeon to prove that chivalry isn't dead.
And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these next 4 games. Ich bin wieder wach. Was hear gibt's from our Neues? friends at Tripwire Interactive. All that beautiful War ein footage. bisschen lang, aber sah interessant aus. Ja. Wollen wir vielleicht alle mal gleichzeitig nochmal den Stream neu laden, damit ich auch mit euch auf einer Wellenlänge bin? Du warst der Einzige, der eben nicht mitgemacht hat. Ja, es ging halt gerade schlecht. Ich war eine Firefly. Match ist vorbei, ich bin am Start. Wo bist du denn? Mir wird gerade das nächste Game schon gezeigt. Ja, uns auch. Ja, aber ich bin so ungefähr, ich glaube, 20 Sekunden vor euch. Dann nimm irgendwas Markantes und mach da Pause und dann holen wir dich Warte. Wenn da steht, do you have what it takes, sag mir dann Bescheid. Genau, mach ich dann. Sag ich einfach laut Go und dann so. Ja. To give your feedback. Do you have what it takes? Ich hab auch, ja. Go. Okay. Endless Dungeon. Sega. Amplitude, Alter, ist das nicht die auch Dings gemacht haben? Oh Gott, das neue Formel 1! Wo ist Metro, wenn man ihn braucht? Hat er schon vorbestellt, der Dulli. 2022, the ultimate F1 simulation, putting you in the position of team principality. The Ultimate F1 Simulation, Alter. Das Game kommt kaputter denn je. Jedes Jahr ist es kaputter als das Jahr davor. Das ist insane. And hopefully the podium. Winning championships depends on your ability to make the right calls on and off the track. During races, you'll mastermind strategy, plan tire stints for each driver, and make changes on the fly when necessary. Issue driver callouts, such as instructing them to attack or defend, manage their tire wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions. Between race weekends, you'll control every detail of your team from your state-of-the-art headquarters. Hire best-in-class staff to work across your aerodynamics and engineering. Warum sind die Wertungen von denen verdeckt? Weshalb? Optimize your finances to keep the board happy. Aber das soll ich sehen. Maintain your facilities and scout talent from F2 and F3 to try and ensure future success. Ja, das ist wild wiederum. And keeping a close eye on Dass du das machen kannst. realistic data will help give you the edge. From the finer details of how car parts affect overall performance, to a track's expected grip level, to the condition of your wind tunnel. How you analyze the data and choose to spend your resources will make or break your progress. You'll find depth and detail in abundance. Even ja, und ihr so. real-world team radio messages Ja, ich gucke mir gerade die komplizierte Sachen an, studiert haben muss. While broadcast-style presentation showcases 2022's striking new car design with real trackside and onboard camera angles. The sleek management menus and intuitive controls will drive the Du musst immersive Selbstmanager F1 von Formel 1 sein, um das zu as you verstehen. plan and execute the perfect strategy in F1 Manager 2022. Pre-order the digital version now for early access from August 25th. Eure Pre-Order-Scheiße, sowas von den Arsch. Tobi voll am Gähnen. Hä? Du bist gerade voll am Gähnen. Ja. Ja, ist ja auch schon fast 10 Uhr. Ein 20 Stunden Game, aber vielleicht auch. And it brings players to an all-new desert theater of war, and best of all, brings us horses into Chivalry 2 in mounted combat. Hornbender Studios. We want to thank our community for making the game the success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Ich mochte das, wie sie selbst das Interview mit Metal-Musik unterlegt haben. Jawohl, du kannst Araber spielen, das Spiel war gut. Ist schon draußen, Beckmann, das kommt jetzt nur für Steam. Seit heute. Oh, der hat gerissen. Oh, der auch. Der Das ist ja eigentlich keine Wikinger-Erweiterung. So, das gibt's jetzt. Oh, ey. Ich fühle mich rassistisch beleidigt. Cool Wüstenmaps.
War dann Wilhelm-Stream? Ja, was? Kanone. Wenn die in Chivalry 2 zusammenbrechende Gebäude und so hinkriegen, aber Battlefield nicht, dann ist aber auch alles vorbei. Lass dich drüber reden. Ich glaube, wir mal Chivalry 2 spielen. Bitte? Ich werde halt nur die Araber spielen, ich sag's wie es ist. Ich glaube, wir müssen wieder Chivalry 2 spielen. Ja, auch vielleicht dabei. Los. Invasion out now. Hi everyone, I'm Phil from Sweden. Alter. From Quebec City. Really glad to be Das here Mikro today for the quasi. PC Gaming Show. We'll be showing the first trailer for our Headset-Qualität. game this evening. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Das habe ich auch mal, on the glaube ich. project, so this is only Mute ich das mal, Please mach was follow us on anderes in social der media Zeit. at Play this evening to learn more. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht verstanden. In Was early geht ab? 2023 on PC, Er labert halt Xbox wieder, ne? Series S, and X, Das sieht ja and boring as PS5. fuck aus, was jetzt Thank you kommt. so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the frozen coral underwater hotel and retrieve Das ist the dieselbe blueprint Stimme aus of a Hitman. powerful weapon. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success. But Fortnite, everyone will get the Hitman. paycheck. Do whatever it takes, agent, and be careful out Das sieht there. aus wie hier, wie hieß denn das? Dieser Among Us-Spiel mit, aber mit realistischen menschlichen Charakteren. Was auf einem Cruiser spielt. Among Us. Du bist wirklich. Nee, irgendwas mit Passengers, irgendwas. Ja, ich weiß, was du meinst. First Class, das ist meinst du? Ja, genau. Meine Fresse, ich manchmal wirklich. Is that it? Right on target. Er hat gut gefallen lassen. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Oh. Target acquired. Moving to rendezvous point. All done. Mann, bin ich aufregend. Really? Jetzt kommen wir warten, wenn die Flüge nicht geht. Sieht aber lustig aus, wenn du selbst so allmögliche Items Ja, das ist so eine Mischung aus PvP-Shooter mit, du kannst dich in Gegenstände verwandeln. Hide and Seek. Ja. Deceive Incorporated, wahrscheinlich. Ist das dumm, Alter! Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I buy Power. I buy Power. Ja. Believe in the throw, Jungs. Believe in Ja. the throw. But you know, yours may be different. But, you know, somehow I doubt it. This year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a Stimmt, die very sind ja jetzt different PC-Bauer, dream nicht to mehr life. Counter-Strike. My dream PC room. Believe in the There's bad throw. news for me, I don't get to keep it. But very good news for one of you, we're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. Boah, So let's dive in and see what's up for grabs. Die Mercy, Alter, The würde ich's beating heart nehmen. of any PC gaming dream room is, of course, the rig, so let's start there. As you can see, the mad geniuses at iBuyPower have built an absolute doozy. The first thing you'll notice is that Height Y60 case with its wraparound tempered glass panels. This thing is built from the ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a Sieht schon desktop ziemlich machine. hot aus, muss ich And ganz ehrlich let's face sagen. it, if you've Ja. managed to bag a serious graphics card in these dry Weißt du, die times, Hälfte aller you Gamer owe it to the schwulenfeindlich, aber sie wollen die Silicon Gods to show it off Regenbogenfarben im PC, ne? Okay, Sag's the mir. case and lighting looks dope, Das ist but eine for this 10. to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC, and trust me, there's plenty of power crammed in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't Jawohl, be disappointed Gigabyte. with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte, right? Mhm, This mhm, 24GB oh, monster oh. of a GPU packs the Also, du ability kriegst bei mir to drin. chill and the power to Von denen. smash through any game you throw at it. The
graphics card is the rig's MVP, but any superstar needs to back up. And the fastest gaming CPU around, the Intel 5.5 GHz Core i9 12900KS with 32 gigabytes of DDR5 RAM and 2 terabytes of seriously fast SSD storage, both from ADATA, makes up the perfect support team. Whew, that is a whole lot of PC. But Mika, you habe nicht damit gerechnet, dass sie hier noch Pornos zeigen. Well, animal lovers, we got you covered. Because the Height Eclipse wireless headset comes in flesh vegan leather trim with a 30-hour battery life and competition-grade 2.4 Weiß, gefällt mir überhaupt nicht, aber egal. And you Wenn man es gewinnt, kann man es immer noch verkaufen. mechanical keyboard that comes with it. Oh, I'm sorry, what was that? RGB? Well, of course! The keyboard and mouse both light up like Atlantic City on a Saturday night. And yeah, you can turn it off so you can actually get some sleep. You can find out more about this gear feature today over at iBuyPower.com, but I know what you really want to know. The info on how to win this beastly setup. So here are the details. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to enter our Dream PC giveaway. For your chance, just head over to pcgamer.com/dreampc and follow the simple instructions. There, you'll find a complete breakdown of the prize, which, don't worry, also comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. That is right. Just head over to pcgamer.com/dreampc for your chance So to geht es mal drauf. Now, let's get back to the games. From Kepler Interactive and A44 Games comes Flintlock, The Siege of Dawn, an action RPG from the team behind Ich kann mir vorstellen, was die wieder alles an Daten haben wollen, aber... Ja, und wenn da 10.000 Millionen Euro mitmachen. Ja. Aber, ja. Flintlock. When the gods first emerged Das haben wir vorhin schon mal gesehen. Ja. Aber das ist keine World Premiere. Gab schon bei Microsoft. Ja, jetzt sehen wir Doppel-Content. Haben wir das heute schon mal gesehen? Ja, von bei Xbox. Ich hab's gerade nur gesagt. Aber Beckmann, nein, stimmt gar nicht. Beckmann, du hast nicht gesehen. Du warst nur mit AFK und hast gefragt, was passiert ist. Das ist das Spiel, was du vorhin verpasst hast. Das Geometry Wars. Battle of the 3. Das ist, wo du für eine AFK warst. Ach, das sieht schon scheiße aus. Bin raus. Das ist ein Souls-like, haben wir doch schon gesagt. Und Newton. Du musst während des Spiels die Winkel berechnen. Satz des Pythagoras, auf geht's. Ja, den kann ich ja so gut. Wie war das nochmal? A Quadrat plus P Quadrat, nicht C Quadrat? Ja, sehr gut. Echt jetzt? Das war gerade. A Quadrat plus P Quadrat. Das hab ich mir auch aufgeschrieben, das Spiel. Das ist ganz was anderes. Hier übrigens mein Ergebnis, nachdem ich auf diesen Link gegangen bin. Ich poste mein alles mögliche. Good luck to win this PC. Daraufhin gibt es erstmal unser Emote hier. Wir haben Emote? Ja, der Reaktions-Emote auf meine Witze. Pen and Paper Memes Channel, scroll ein bisschen hoch und dann siehst du, wir hatten einen NPC mit einem sehr enttäuschten Blick. Vielleicht muss ich schon hochscrollen. PNP Memes. Ach Moment, ich bin im falschen Channel, ja wild. Play Flintlock. Lindflock. Warum sind im PNP-Memes so viele Anime-Girls? Hey, PC Wer hat hier reingepostet? I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by Flintlock. and so as humanity, you now have the power of black and bombs and Flintlock rifles to finally. Ach ja, da meinte ich ja, ist nicht völlig, weil das Spinnenmonster gedöns war. You'll play as Noel, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the Coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. When Nor has firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. Head over to our socials for more info, and don't forget to wishlist now on Steam and Epic Games Store. Sehr gut, Steam. Have a great show. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from 11-bit Studios, the creators of This War of Mine. Hear all about it in our exclusive interview. Space. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly.
Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, you're definitely going to want to study up on our next world-exclusive independent game inspired by the Persona series. Chug your health potions now because there is so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity Das Problem ist, was die Show so in Länge zieht, ist dieses Zwischeninfo. Ach, jetzt kommen nochmal 4 Spiele. Macht's doch einfach, anstatt zu sagen, ja, kommen noch 4 Spiele, haut aber die Trailer raus. Dann kommt man nicht auf die Zahl. Man kann sich die 500 € Racer Katzenohren holen. Hä, guck. Ich hab die schon auf dem Kopf, aber sonst... Ja, aber doch mit Diamanten da. Ah. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points Debit by card, playing and jawohl. playing, and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off, or your next gear upgrade. So why pay any other way? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, wenn ich Visa auch noch meine Daten live übertrage, was ich in Game und alles ausgebe und so. So I know what you're thinking, and the answer is yes. It's time to talk about The Alters, the brand new game from 11-Bit Studios. The Warsaw-based studio made us cry Ja, in sind die von das Wolfmine. difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk Wolfmine and battle encroaching corruption in Children of Morta. The Alters sends us to the deepest, darkest reaches of space in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis in a good way. This is a really big moment for Letzten this Sommer year's habe ich, show. wenn ich Frostpunk 2 gespielt habe, immer gefroren, ne? Frostpunk generell. So, meins auch gut. Cyberpunk 2069. Lel. Überall sind Future-Knick. Wenn man Zukunft darstellen will, muss man überall diesen 45-Grad-Winkel einbauen, diesen Future-Knick. Es ist der Wahnsinn. Genau. Echt Gleich kommt da irgendwo so ein Schild, wo drauf steht, don't open dead inside. Ja. Da! Das ist Juri Gagarin. Das ist er. Das ist auch er. Ah ja. Was? Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, das ist eine ganz wilde Geschichte. Alters, ja, gar nicht so schlecht. Das hat ja nichts über das Spiel überhaupt gesagt. Ja, also, doch, dass wir da anscheinend was aufbauen mit schauen dieses aus wie der eine. Ja, aber ansonsten ist das Action, ist das Gameplay, muss ich ein Stadtmanagement in diesen fragenden Beyblade machen? Das ist so ein Raummanagement-Spiel. Ja, ist das ein Raummanagement-Spiel? Ist das ein Story-Game? Ist das ein Horror-Game? Nein, das ist von den machen wie Frostpunk und so mein. Natürlich ist es Ressourcen-Aufbau-Ding. Ja, aber welcher Form und was? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the Alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So what's the player's goal as they're progressing through the story?
Guck, was es dauert. You are Schauen wir a doch. space builder stranded on Space this Builder. distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those altars, as each one of them have different set of skills and character traits. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned, like fick dich mit, es ist mystery gerade ein as we're bisschen was looking von allem. deep into the soul of the character. Hat man einen Haufen But Scheiße what you auch. find there can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama, but then on top of it we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now, there's a quote that you shared with me earlier, that Das man ist der cannot Frontsänger remake von himself Eskimo without Callboy. suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game, and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience. Kann ich auch eine And in Alternative the end, mit von dem allow Typen mir them to machen, create mit their Katzenohren. own stories inside the game. Sonst bin ich raus. I wanted to ask a little bit about the relationship of your previous titles to the altars. meine Katzenohren. Games, or even just influence that those games had on this one. Well, the altars is purely 100% our game, 11-bit Studios game, and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. This war of mine was this first huge milestone. It paved the way for all the future War of titles. Mine ist auch so ein And wildes with Game Frostbite, gewesen. it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the altars, we want to follow that path, but we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. Thanks so much again to Tomasz and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Thanks, Day 9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I can make time to play all of these awesome games we've seen so far. But I'm also legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show so far. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PC Gaming Show on all platforms. Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Video games. Danke. Fand ich die lustig. Nochmal ein Trailer, den wir schon gesehen haben. Haben wir das? Ja, am Donnerstag. World Slayer.
6.30.22. Der Rowan Simulator. Ich sag's wie es ist, ne? Ich warte immer noch auf die Brauerei-Game, das da irgendwann mal rauskommen soll, ne? Alchemist-Spiele, ja. Ein Update für schon existiert, warum sollte das jetzt? Ach, Potion Crafters. Leaves All exists, deswegen. Sure. When Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. Diese Glavere kotzt am meisten an. Zeig doch bitte ab, ob wir hier sind, Spiele. Und nicht Glavere. What the hell? Ah, ja, noch ein Spiel, was schon existiert. Kann was. Animal Royal. I don't want anymore. I don't want anymore. Es ist doch okay jetzt. Die sind 4. Jackie Chan. Hotline Miami 6. Dance, Revolution. What the hell? Ist das, Alter? Wirklich? Nitro-Kit. Nitro-Kit. Also, es sieht halt aus, als hätte ich einen Fiebertraum oder so. Deswegen ist das eine halbe Stunde. Da habe ich jetzt mal welche Typen sehe. Nani. Ach, Mann. Ich sehe schon der Kartenspiel. Pick a card. Oh. Forest. Story Mission. Ja, was steht durch seinen Kopf durch? Wenn ich solche Spiele immer sehe, ne, frage ich mich, warum entwickelt man das und wer holt sich das dann, ne? Geht ja einfach nicht auf. Moikenji Elle. So was das heißt. Blood and Gore, Intense Violence. Tripwire. Oh, diese Festplatte kostet mich so. Steckt jetzt aus. The website. Early Borderlands access. Feast. This playable prototype will be a foundation Bioshock. for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about beautiful home. Killing Floor. And Müsst mir kurz sagen, wo ihr seid. And now it's time to give you an Dulli labert gerade. Okay, das ist wirklich. Macht die Shop-Bewegung, macht die Angela Merkel.
Last month, developer Projekt kicked things off by releasing Arma Reforged, da bin ich doch ein bisschen gespannt, Alter. Sehr gut, alles klar, dann sind wir jetzt wieder foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through Das soll am Ende dann zu Arma 4 and also werden. this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale to help us peer into the future for this project. Er hat's gesagt, Fabi. Thank you so much for joining Er hat Battle Royale gesagt. As of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we do. We also realized they like modding a lot and they reviewed this as a Sind die damals nicht ein paar von denen verhaftet worden, als die in Griechenland waren? Ja, damals. We were very pleased by the actions, so both our community and new players who immediately Ich hab noch nie jemanden von Bohemia Interactive gesehen. Letztes Mal, hast du jemanden gesehen? Doch, das letzte Mal, dass ich jemanden gesehen habe, war ich danach total enttäuscht. Weil es die Daisy Standalone war. Gehen Grüße raus an, wie hieß er nochmal? Der Australier. Der abgehauen ist. Ja, der dann die Mod gemacht hat. Mir fällt gerade auch nicht mal, wie er hieß. Ich hatte auch mal von denen einen im Garten und hat Bilder gemacht und dann hat gesagt, ciao, I'm myself very much on the very purist side of things, so no hard, no safe games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we steckt hinter der Entwicklung von Icarus, das Bild. Internally preserve our own standards, so do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from technological standpoint, room for some achievements, utilize the technology which is state of the art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there is a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We're still at the beginning, but we definitely would like to continue in our exploring this serious theme. Arma, as I see it, anti-war, what? A bit more of a anti-war. Hat er gerade anti-war gesagt? Anti-war, more like an entertainment product. Wo ich mir so denke, Arma 3D Militärsimulation. Our, let's say, maturity and spent on it, and our ambition to. Ich kann mich noch an das DLC erinnern hier, wo du die Warcry Edition, ne? Wie hieß das DLC nochmal? Was kann ich das machen? Wo du sogar Zivilisten erschießen solltest? Da ist es doch. Ja, Laws of War. Da warst du selber Zivilist. Das war der Witz an dem DLC. Du hast die Leute gerettet, da warst du kein Soldat. Das war Laws of War. Ah, yes. Contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. Wir wollen keine Interviews. From Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger. Ja, einfach nur halb so lang. Dann wär's ja okay. Also wirklich so 2, 3 Keys-Fragen. Ist Modding möglich? Ja, nein.
like entirely different. Was plant ihr? It has so many variables, but the beauty Was ist now euer is that Fokus? much more Okay, of danke, it is ciao. user accessible, unlike so people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played ARMA knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into ARMA 4? ARMA 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we are solving them one by one. We are really gathering community feedback and even our own definitely feedback, so we are moving things forward. And yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for like network traffic, for instance. When you have this massive game, it's a huge challenge. Server performance, of course, and all the technical things. So we are moving forward. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both ARMA Reforger and ARMA 4. Now, you don't go anywhere, because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming Die ist coming up, ne? Das macht das Gegenteil. Leute bleiben da nicht länger dran. With the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation. Half-Life Alyx war schon ziemlich geil. Also Half-Life ist glaube ich das einzige Franchise, das nur gefühlte 10 von 10 Spiele rausgehauen hat. Oder noch über 9 von 10, muss ich einfach sagen. Ich glaube, selbst Souls, Dark Souls und so hat so ein paar Durchhänger gehabt. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of 2 completely new games, Decarnation and Abyssals. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all. Das sieht so leicht Total War aus mit den Flaggen und also we're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon. Dune Spice Wars. After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story finally continues. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Da kommt das Wikinger-Spiel in farbige AFK, ne? Ja, das wird Northgard. Das wird Northgard sein und Northgard ist ein richtig geiles Game eigentlich. Ja. Das hat wie Siedler. Our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. Campaign expansion? Ja, Northgard Campaign. And for all of our War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open world tactical RPG. You share food, gold, and camp with your friends. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 to 4 players. Kann es sein, dass irgendwie auch XCOM-eske Games gerade vorhin sind? So dieses mit Bodenfeldern und so, das, also Space Horror und XCOM-eske Games finde ich relativ viele. Ja, gegen beides habe ich nichts. Aber es ist schon viel davon, das heißt. Apropos Sci-Fi. Ja. Sci-Fi ist dieses Jahr das neue Zombies.
Das Gebäude sah aus wie ein Penis. Ich weiß nicht, jetzt kommt bei mir jetzt erst. Egal, es sind noch ein paar Millisekunden machen. Das stört mich jetzt auch nicht. Das wollte ich nicht sagen, ich wollte es nur betonen. Ach, das Unterwasser, das ist von wegen Space. Ja. Das ist Grund. Abyssals. Colonize, Expand, Survive. Aufbauspiel. Ist ja. Ich muss sagen, Horror funktioniert ja bei mir eh nicht so gut, aber Horror in solchen Pixel-Games funktioniert bei mir einfach gar nicht. Natürlich noch viel weniger, ne? Ich sag's, wie es ist. Boah. Ich bin da auch einfach ein gebrandmarktes Kind, weil ich, wie alt war ich da? Ich war jung, auf jeden Fall, und das war halt, wie hieß denn das Spiel nochmal? Das war irgendein 2D-Game, also gebrandmarkt bin ich. Gabriel Knight 1. Einmaligen Horrorspiel wahrscheinlich. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from TinyBuild. Right? Warning. Hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. Fuck. Wild. Das von TinyBuild, das war ein Worm. Also einer von Worms. Deswegen. Oh Gott. Our forefathers conquered Calderia and bestowed it upon us, a new generation, to share or borrow. Haus Kasta werfen, Kastelstein. Ich bin interessiert. Our great houses seek to obtain the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve and enrich the realm, beginning with ourselves, of course. Prominence can be secured through strength. Was ist das für ein Genre? Also klar, Strategie schon mal. Daran musste ich jetzt auch bald gewöhnen in DSA. Der kommt jetzt auch auf alles auf dich zu, nein, Spaß. Berti. Berto? Great Houses of Calderia. Wishlist now on Steam. And now for these next trailers, it's true. They do move in herds. Alter. Und war was Spannendes. Ja, ein paar ganz kleine Minigames, ganz interessant aussahen. Ja, ein Northgard Extension. Northgard Expansion Pack.
House of Calderia. Erstmal die Wunschliste. Helikopter, Jurassic Dino Park 2, Extension mehr Dinos. Helikopter. Na. Was? Beep-boop. 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 Ich bin ein übergroßes Hühnchen. Technically not wrong. Ein Big Chicken. Ja, Hühner sind die aktuell noch lebenden Verwandten. Dinosaurier. PC Gamer. Oh nein. Dann geht es noch. Das Ding geht insgesamt 2 Stunden, keine Ahnung. Wir haben jetzt 1 Stunde, also es geht auch 1 Stunde. Hast du eigentlich jemals Stanley Parable gespielt? Noch nicht, ne. Sehr gut, fühle ich. Das möchte ich mit dir spielen. Da möchte ich dabei sein. Warum? Weil mich das verwirren wird. Weil es sehr lustig ist. Horror, Space. Nope. Hacker, man. Stanley Parable ist doch kein Horror, oder? Nee, nein, aber das da meine ich jetzt gerade, was ich gerade sehe. Genau. Der Stanley Parable und Outer Wilds. Aber Outer Wilds musst du einfach alleine entspannt mit guter Stimmung erleben. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Ja, Shooter. Space Shooter. Monster. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. These are my avenging angels, and they will have retribution. System Shock. Das war aber, glaube ich, ein... Ja, ich kann sagen, es sieht doch wie System Shock aus. Das ist der Reboot. What an incredible, frankly horrifying trailer. Developed by Night Dive Studios. Shock ist Horror, System also. Shock is the return of a beloved sci-fi saga. Der Vorteil an Stanley Parable ist, das hast du in 4-5 Stunden oder das meiste relativ fix durch. Das wäre so ein Sonntagsgame. Warren Spector. Thanks so much for joining us, Warren. Hey, thanks for having me. Outer Wilds nicht. In terms of trying to translate the experience of a game from Warren. 1994, 3 decades later to now, what doesn't carry over Mystic well? Knights, The first thing is the graphics, obviously. Zum Schock we did the 99, best we Jesus. could, but it was pretty primitive back then. And the other one is the user interface. If you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just a thing. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing. But frankly, as I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure on so many games that came after. I'm not sure people see the influence, which is a little hat da nur 2 Tage Zeit but zu I think the rest of reagieren. the world is going to get the chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now. And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us. And I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Hey, I can't wait to return to that world. I forgot Right? basically the fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Oh, Sci-Fi.
Ist echt strong, dieses Jahr. Dass wir gerade im Zeitalter des Sci-Fis wieder sind, ne? Dass das ein Reboot bekommt, das ist wild. Ich hab nichts gegen Sci-Fi, ich mag Sci-Fi, aber dass das so oft... Ich find's immer krass. Einer macht's und alle machen's nach, ne? Ja, aber wer hat Sci-Fi wieder reingebracht? Also Battle Royale verstehe ich, weil Fortnite oder PUBG und also was hat Daisy, glaube ich, hat's gestartet. Ich verstehe Wikinger nicht, woher das kam, ehrlich gesagt, weil das kam auch irgendwie eine Zeit lang aus dem Nichts in. War auch gefühlt alles zeitgleich. Es gab ja nicht das Wikinger-Spiel. Also entweder es muss eine Mischung aus der neue Erfolg von No Man's Sky, dem Release von Cyberpunk und die Ankündigung von Starfield. Die drei, würde ich sagen, sind schuld, dass wir jetzt so ein neues Aufleben davon haben. Oder es gibt irgendwie Dingensbums, irgendwelche Firmen, die irgendwelche Marktforschungs machen. Oder und alle holen die Infos beim selben Ding oder was? Genau, und die haben rausgefunden, dass 60% der Kunden gerade Bock auf Sci-Fi haben und alle haben Zugriff auf diese Marketingfirmen oder was weiß ich, kann ich mir auch vorstellen. Und so entstehen diese Hypes. Und dann gefühlt ein paar Jahre später kommt es an und dann alle auf einmal. Der Trailer war übrigens auch am Sonntag, genau, am Donnerstag schon. Aber anders kann ich es mir nicht erklären, weil wie gesagt, Battle Royale kann ich nur erklären, weil es sich selbst entwickelt hat, weil die Spiele so erfolgreich waren. Wikinger war eine Zeit lang, kann ich nicht erklären. Davor war es dann eine Zeit lang, es gab noch so ein Themending, das irgendwie mega... Zombies? Ja, klar. Ne, das war auch eine Zeit lang einfach mega hyped, aber das... Wo fing es an? Das hatte ich auch das Gefühl, das war eher alles zeitgleich, im Sinne von Walking Dead. Und Left 4 Dead und so, und dann kam... Obwohl, weiß ich nicht. Nee, Left 4 Dead war da schon lange draußen, die Renaissance des Zombies kam mit der Veröffentlichung von Black Ops 2 und Dead Island. Ja, aber zu der Zeit kam ja schon Tonnen an Zombie-Kram. Also das war ja... weiß ich nicht, irgendwie was... Keine Ahnung. Und Daisy. Es war Daisy Mod war's. Da hier auch noch ein bisschen wirklich Walking Dead Serie. That lovely cyberpunk life, courtesy of Nivalis, and experience the investigative horror of immortality, the latest from the mind of Sam Barlow. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Also entweder stimmen die sich untereinander ab, es gibt... Ich glaube bei mir noch gar nicht. Ich find's geil, wie wir uns abgestimmt haben, aber trotzdem jetzt auseinanderentwickelt haben. Wie ist das eigentlich passiert? Naja, jedenfalls keine Ahnung, ich find's... Also ich vermute, irgendwie haben die irgendwelche Marketing-Leute, die alle denselben Kontakt haben. Oh, Runen. Und Jesus finde ich keine gute Kombination. Oder Asiaten. Ja, das ist ein Mystery. Wie hieß denn nochmal? Grace Takahashi. Na genau. Gracie! What the fuck is happening here? Ich weiß nicht. Kann auch, wenn man irgendwie Times gibt, also pausieren, dann kann man sich Sachen angucken. Reißt dann der Zeit, also keine Ahnung. Warum hat der einen Leuchte-Ohrring? Weil der ein Edgelord ist. Verstehe. Oh, Marissa, nein, das kann ich nicht spielen. Das müssen wir Lars schenken. Jetzt brennt etwas. Ich sag doch, das Spiel für Lars. Feuer und Marissa. Das wirkt für mich wie so ein Studenten-Kunst-LK-Projekt, keine Ahnung, irgendwas Edge. Ah, guck mal, das schafft sogar den Game Pass. What the fuck? Hey boss, time to wake up. So eine We got customers waiting. Cyberpunk. What do you mean you don't know where to Also Genre. Cyberpunk Bar Manager. Ja genau, so.
Cyberpunk. Ich find's halt wild, dass die Leute darauf entwickeln, obwohl Cyberpunk eigentlich so ein Schmutzgame war am Anfang. Ja, aber das Genre ist halt geil. Das Genre Cyberpunk gab's schon immer. Auch schon vor Cyberpunk. Ja, aber das... Give customers a route, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. This is a world to explore. To make Barmanager Angel. Auch noch Dating. Kochsimulator ist auch noch wahrscheinlich. Maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Welcome to Nivalis. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Lance, we are big fans of cyberpunk fiction and games. While we have our own ideas of what the cyberpunk world can be. This is a game in which you manage your restaurant, bar, or nightclub, take care of your staff, make deals, Spieleentwickler. and experience the stories of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Nivalis primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life when you come visit us in Nivalis. You can wishlist Nivalis now on Steam and the Epic Game Store. Mana is the gaming reward. Alter. Man muss doch nicht auf alles Gamer draufdrücken. Welcher Vollidiot macht das denn bitte? Werbung, ich liebe Werbung. We make it easy for you to set up Ach ja, Just sync your oh ja, games to your Mana Werbung. account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Oh, ich hätte so gern eine with Visa Mana. Mana-Karte. Mana. Da müsst ihr das mit Mana bezahlen. Ja. Gehst du in der Rewe, kaufst das, ja, das macht dann 8 Mana 69. Ja, tut mir leid, ich hatte eine schlechte Regenerationsphase. Lel. Ja, jetzt kannst du gleichzeitig. Ich sprich mit. Ach ja, das war hier Persona auf Wish bestellt. Ja. Kann schon mal drüber reden. Am August können wir ja dann die Gamescom Opening live gucken und THQ Nordic. Jetzt guckt doch. Ich hoffe, wir mal anschauen. THQ Nordic. Ja, ne? Anime. Das ist ja nicht mal Anime. Das ist ja eher so wird eher wie Cartoon Network eher so als Anime. Wie ist der Film mit Dingsbums Ramon? Mann. God Pilgrim ist. God Pilgrim vs. the World und so. Alter, was ein Boss zu sein. Kann Anime sein, da hat keiner Katzenohren oder kein Gehirn. Ich bin auch kein Anime und hab Katzenohren. Du hast auch Wetten verloren. Nee. Ja, aber die Wette ist schon lange eingelöst und trotzdem trage ich sie. Halt dein... Inzwischen komischerweise mein Trademark geworden, weshalb auch immer. Schatz, der kennt auch die Bilder hier von mir machen. You just saw Demon School from Welsh developer Isbrid Games. Oh ja, Horror. It's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room. Make sure the salt circle is unbroken. Ihr seid ein paar Sekunden vor mir, bitte. Horror, ich will gucken. Because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the HRP-inspired biopunk horror Scorn. Achso, Scorn, ja gut. Desolate and nightmare of macabre perception. Immerhin kein Sci-Fi. Da bin ich zufrieden. I'm your host, Doug Bradley.
Ja, kannst du jetzt drüber reden, ne? Das ist halt Lovecraftian. Lovecraft ist ja auch Cyber-Horror, also das ist ja Horror. Space Horror. Ja, Horror ist ja okay, aber ich hab jetzt keinen Bock auf noch so einen Weltraum. Ach so, das machst du. Sci-Fi, ich bin auf dem Mond gefangen, die AI will mich töten und Aliens. Horror. Filled with biomechanical contraptions. Part flesh, part machine. An industrial civilization, now lying in decay and ruin. I don't want to. A hidden fauna sleeps within the underbelly of the Bibares world, Mecklenburg-Vorpommern, wanting nothing more than to be left Ostdeutschland live. Scorn has been carefully crafted with great attention. Jesus Christ! Everything is focused on building a specific atmosphere. Jawohl, da sehe ich Lovecraft. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling is from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you to progress. Willst auch keine Tischspielfolge? While there is shooting within the So vom game, Trailer her würde ich spielen, ja. is not a shooter. Ah, Scorn ist noch ein Shooter, Scorn. Every Scorn ist ein Horror-Game. must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Es wäre gut, dass sie dann Oktober als Restart nehmen, weil Halloween, sehr gut. Also sagen, prepared bin ich jetzt nicht, aber passt schon. Vorhin auf die Wishlist gekommen. Yeah. Wir haben sowjetisches Herr der Ringe geguckt, dann werden wir auch das überleben. Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce Quisatz Haderach, it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer. Wie ich die ganze Zeit nur bei dem durchlaufen muss. Oh, jetzt kommen Warhammer. You once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris space marine in a galaxy immersed in a never-ending war. To take us further inside the grim dark, I am Natürlich. joined Erstmal ein by Interview Ken anstatt ein Trailer. Oliver Hollis, the creative director. Oder Gameplay. Ja, vor allem über Kannst ja gut Gameplay kommen, wenn das ist. Nein, ich will's ja gucken. Now, Tim, I want to start with you. Previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000. Sollte die Story von Doom nicht verstanden. It's really exciting for me to work on. Da sind Dämonen, hau ihn auf die Fresse. You know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other video games throughout the last 25, 30 years. Oh, absolutely. And there's so much lore to sift through. And Zukunft vorausgesehen, die wussten genau, wie das enden wird, wenn Bibi und Solienko sich trennen. Ich kann's nicht mehr hören, wirklich. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. The Emperor, the kind of leader of this, of humanity in the grim dark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own leader. Each of these different factions, Space Marine läuft the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Core, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe?
In this particular game, the Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like wildfire. They devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands, and our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling, because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So you know, we looked at, you know, the original Space Marine game where it had a lot of this push-forward combat, which has inspired many other video games, but that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2. Ja, vorhin sagt dieselben 13 nochmal zeigen, es sind immer dieselben. Das rechte Seite, ja. Enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's terrific. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with a thousand you alive, and you just let rip. Es sind schon wieder genau dieselben 3 Szenen, ne? The sound, the gameplay, das sind nur Dinge aus dem Trailer halt, ne? Ja, aber kann man nicht, wenn man sowas plant, mehr als dieselben 3 Szenen nehmen? Tim and Oliver from Saber Interactive for joining us. I can't wait. Warhammer 40K, Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now next, Space Marine war so ein schönes Spiel. Aber bitte gesagt. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet. Golden Eye Remake, let's go. Interactive. Let's take a look. Golden Eye jetzt. Nicht Golden Eye. Aber das ist dieses Spionage-Spiel, was so auf Golden Eye Schule geht. Der Wishlist. Nur die durften den halt nicht James Bond nennen, weil es halt nicht James Bond. Was ist denn das? Hm? Was ist denn das? Das ist quasi Golden Eye. Also so ähnlich. Das soll Golden Eye nachmachen, deswegen auch Retro-Grafik. Golden Eye 64 halt. Und das halt kein offizielles Bond-Spiel ist, sondern das halt ein Agent einfach. Also das ist quasi ein Fan-Game. Was jetzt halt ganz Agent 0069, James ID Nord. Leider ist gut. Agent 64, Spice Never Die. Weiß nicht, ob das doch funktionieren wird, wie früher das, aber ja. Ne. Soll halt Nostalgie abfahren, ne? Sci-Fi. Ryan? Oh, sie ist alleine auf einem Planeten. Wir hätten eigentlich echt mal einen Counter machen müssen, mal zu spielen. Ich jetzt zwei Space-Spiele, wir jetzt gesehen haben. Ja kaum, ich bin ganz alleine. Oh, ist das gruselig. Und mal schauen, im August in der Opening Night Live genauso viele Space-Spiele kommen. Haben wir gerade das ESA-Logo einfach in WESA umbenannt?
you'll make the right decisions. We can do this. Sachen cutten, kannst schwimmen, kannst springen, kannst runterrutschen. Im Space. What do you expect to find? Kannst du in die Kamera Goodie und Deliver us Mars. Und wenn ich lieber Snickers hätte? Ich hätte lieber einen Twix, Alter. Nee, noch besser ein Bounty. Das ist von derselben Manga wie Deliver us the Moon. Hi, my name's Elise Kinder Campbell, and Bueno. I play Kathy Johansson in the out-of-this-world Milky sci-fi Way epic bester. Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an Der Mann, der unmissable Fischstäbchenpizza adventure ist as nicht they wahr. journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is Sag set mal, was to du abends release isst, fällt mir September gerade so auf. 27th Naja. and is available to pre-order Ja. now on PlayStation, Xbox, was denn, ne? Steam, Bald ist and Epic Live-Event. Games Store. Also, bitte Ich nicht. weiß. Stay a while. Ich werde umgebracht von einem für die ganzen Games. Also To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mods where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox, we're going to show you the latest from Victoria 3. Kannte mal eine Victoria, Plus, die sah you echt can gut aus. literally scare your Gloomwood. entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. Ja, All this Fabi. and more in just a moment. But Was? first, a final pop quiz for all you Valorant, CSGO, Ist so. and League of Legends players. How much has esports revenue increased since 2016? Compass Data Centers wants to hear your guess, and you can scan this QR code on the screen for a chance to win Apropos, a $500 Razer gift card. pcgames.com/streampc. Alright, and now, back to the show. Nope. Den Link. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then, our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Ja, in einem weiteren Interview, was er gesehen hat. Gut, Das haben wir man bereits muss, gesehen. man muss nur 4 Häkchen drücken, dass man für 4 verschiedene Anbieter Werbe-E-Mails bekommen kann. Danke, Games. Nein, danke, ich sehe nicht. Weil eine Chance darauf. Das kam auch schon donnerstags, kennen wir schon. Ja. Nur diesmal im Dev. Die ich niemals gewinnen kriege, aber dafür meine 2 E-Mail-Adresse years so ago, our typisch team ist, dass assembled ich with a shared sie vision wieder to build benutzen a kann. brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have a chance to do it again by creating the next evolution of that legacy. Today, we are so excited to share a first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Da wir es ja schon gesehen haben, mal kurz meine Facecam auf, lasst den Streamer natürlich laufen und wir mal ganz kurz was zu essen holen. Ihr entertaint schon hier. This great calamity was caused by the infernal host. Schön, das war ja das Spiel mit den fehlenden Sounds, ne? With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions. Hologramme, Sci-Fi, gruselig, Monster, Papau. Wie, ich hab ein Schild, ich bin sauer, was? Dein gemeißelte Inschriften, E-Sport. Ui, ich schmeiß ein Wii-Emote durch die Ui. Ist auf so vor der wirft jemand so einen Wii-Controller ins Gesicht. Co-op versus AI mode. You'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term Ich bin eher early. Das sieht mir für mich jetzt nicht so nach der Nachfolger. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. Ich find's geil, dass man mittlerweile Beta testing ankündigt, dass starts man keine next year, and NFTs you hat. can sign up now to reserve your place in line at Ja, playstormgate.com. Pimmelberger, ey. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled Oh, to jetzt be talking labern to die Frost Giant 25 Studios. Minuten They're noch a group über... of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. And it is classic real-time strategy, but designed to be
more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences. Ich spiele auch mal E-Sports, RTS-Games, um mehr soziale Interaktion zu haben. Cooperative campaign mode. Also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1, high skill, competitive. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really get a sense for how to enjoy the game. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high skill, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. There's no engine that you buy off the shelf that does that for you. So we definitely started knowing that and having the benefit of our chief architect, James Anholt, who did that work previously on StarCraft 2. So we've put a lot of effort into that for sure. Sag mal, Fabi, weinst du oder ist das der Regen, der auf deine Tastatur tropft? Ist das schon wieder Sci-Fi? Is unlocked in so many ways by what Unreal provides. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even that first cinematic that we debuted, like that's done in Unreal. So the high quality graphics that you're seeing are actually coming from Unreal as an engine. So you've talked a little bit about, for new players, making the game feel a little more approachable, a little bit more streamlined, but obviously StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis ich merke schon, ich habe nichts verpasst, oder? Die Typen werfen V-Sports durch die Zuschauer, keine Ahnung. Die erwarten, dass das der nächste E-Sports-Kracher wird. So wie die ganze Zeit das betonen, sehe ich irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Grüße raus an Overwatch. Ja. Der E-Sports-Kracher. We want to facilitate esports all the way from grassroots level. Ja. E-Sports. So of course in the history of RTS games, a really important Die versuchen ziemlich hart. Man muss einfach sagen, seit StarCraft 2, die haben nicht, auch wieder Activision Blizzard, die haben nie aktiv was dafür getan. Warcraft 3 haben sie fast zerstört. Die Community hält das einfach noch hoch. Aber ich muss einfach sagen, seitdem hat Blizzard nicht ein Spiel gemacht, das ernsthaft E-Sport war. Egal wie hart sie es versucht haben. Overwatch war nicht E-Sports relevant. COD ist dafür, wie groß eigentlich die Community ist, auch quasi irrelevant. Naja. And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site Jesus stood up Christ, Alter. Wie lang soll die gehen? Bis halb. We have a lot of active discussion topics on our subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the dialogue around what we're building. Tim, thank you so much for joining us again today. We just got a chance to talk about Stormgate, the upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it. Das Ding ist, jetzt man muss allein schon ein ganzes halbes Jahr erwarten, bis die Beta kommt. Also nächstes Jahr kommt erstmal die Beta und nicht mal das fertige Spiel. Warum kündigen die es jetzt schon so richtig an? Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredible. Und das sage ich als Strategiespielfan. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words, Tim, yodeling accident. Let's check it out. Up. Da da di da da. Lavi. War auch ein ziemlich beschissener Ort für eine Siedlung. Bin ich early. Oh. Geiler Soundtrack. Oh. Aufbaustrategie.
Sieht auch wie Anno. Ich meine, ist kreativ. Hier kommt der Song. Jan Square never happened. Er was anderes, da kriegt Ärger mit Winnie Pooh. Der Tibet-Simulator oder was? Was sei Sarah? Summit Kingdom. Ich habe gefragt, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, was du irgendwie gehört. Oh, guck mal. Ah, guck mal, die neue Erweiterung für, wie hieß dieses Chinesen-Spiel nochmal, das so aussieht wie Breath of the Wild? Walheim. Ja, sieht ganz schön aus. Das ist Walheim, oder nicht? Hä, für Walheim sieht das viel zu gut aus. Hä, das sieht doch nicht gut aus, das sieht doch auch aus... Ja, jetzt ist es mal... Hä? Walheim, als er das gespielt hat, hat er doch Pixelgrafik. Ja, das ist auch Pixelgrafik. Wo ist das Pixelgrafik? Hä, das ist dieser Comic-Musch. Das ist Comic-Look, aber kein PS1-Look. Ja, okay, das stimmt. Okay, Walheim sieht aus, als hätte es Dr. Oetker selbst programmiert. Das sieht aus wie, genau, Genshin Impact, so sieht das aus. Hä, dafür ist es viel zu wenig Asiat. Frozen Flame. Eternal Flame? Guck, sah gar nicht mal so schlecht aus. Schreib ich mir sogar auf. Wo ist mein Zettel? Give me your hand. Nein, jetzt nicht noch ein Interview. Mann! Beckmann kriegt die Ratsche, wenn wir die haben. Das kann nicht Also ich schaue das, also ganz ehrlich, ich schaue mir diese beiden Streams von Donnerstag und heute, die schaue ich mir nächstes Jahr nochmal an bis zum nächsten Event, ey. Das war wirklich geil. Ein Interview, Maschallah. Aber Werbung, oder? Nein, no World Premiere! Das hat's Beckmann synchron gesagt mit dem Einblendung. Ui! Mal, Beckmann, das ist was für dich. Victoria 3! Please! Ja, haben sie doch schon eben gesagt, dass das... Das ist ja mit ihrem Coming Up Next, spoilern die sich ja schon, deswegen ist ja keine Überraschung mehr. In Victoria 3, we simulate this era. 100 years, starting in 1836, and put you in charge of a young society. Russia! You will meet the people back then, high and low, over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation, and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it influence reform, or turn a deaf ear to protect what is proven and stable. Geiler Hut. Your politics will decide where you want to go. Oder Fez. Keine Ahnung. Fez sind cool. Sag ich doch, aber ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Bitte? Sorry, ich bin gerade voll fasziniert vom Trailer. Was hast du gesagt? Wie heißt der Hut? Wie spricht man es aus? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. FEZ, der Hut. Die roten Hüte, die auf hatten, mit diesem schwarzen Bommel dran. Fizz. Fizz, okay. Danke. Ich will aber so eine Pickelhaube, Alter. Ja, darfst du nur nicht nach oben werfen, wenn es einen Grund zum Feiern gibt. Nee! Boah, das Game werde ich so fühlen. So wie ich Stellaris gerade fühle. Also in meiner Gaming Experience aktuell fühle ich was ganz anderes, ne, Tobi? Einen Penis. Und so wie das immer bei Paradox Games ist, wenn das rauskommt, ein Spiel, dann ist es meistens immer scheiße.
Ja, halb fertig und dann wird's komplett mit... Nee, nicht halb fertig, halt einfach nur... Gibt einfach zu wenig. Ja, das meine ich. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt mittlerweile anfangen, teilweise Key-Sachen rauszulassen. Ich finde, war bei Total War mittlerweile, habe ich auch das Gefühl, dass die Base-Version, haben sie ja, bei Total War haben sie eine der wichtigsten Fraktionen mit dem Chaos einfach als DLC rausgebracht. Was halt einfach... Das finde ich cool, dass du da auf der Seite kannst, dann siehst du alle Steam-Dinge. Das ist sehr guter Überblick. New Bladder. Blob. Blood. Das Shepard? Ah, das ist alles von diesen Entwicklern, die so Spiele machen. Genau. Abend Evil. Die hab ich fast alle auf der Wishlist von denen. Motorcycle Act 2. Aha. Wirkte gerade wieder Aha. Video. Fallen Aces. What the fuck? Die Soundtracks, die das sind geil, finde ich. Nice. Der Song ist geil. Ich habe das Gefühl, dass dieses Mal... Bitte kein... Bitte beeilig, bitte. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. Waren nur solche Spiele, New Blood. Ja, ist okay, aber dann soll er mich darüber nicht voll labern. Genau. It's bringing all new HD models and weapons that nobody asked for. So we're doing it anyway. Last year, you might have we teased a bunch of games here that we weren't ready to talk about just yet. And we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. And yes, we're still working on a car combat game. Combat Game, wie hieß denn das nochmal? Gab's doch schon mal so eins. What I want to talk about is Gloomwood. Boah, Gloomwood. Nicht weiß. Gloomwood wird gut. Last year you bumped me, so mehrere, ich weiß nicht. About a bunch of demos or some shit. This year, PC Gloomwood ist eine Mischung aus Thief und noch was. Promise we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Ich jetzt Steam Deck. Die nehmen sich immer auf die Kappe, das gefällt mir. PC Gamer, you see this puppy? I will drown this puppy. If you don't let us show Gloomwood, I am going to drown this adorable... I would never... Okay, I would never... Okay. So yeah. Wait. We good? No. Can we show Gloomwood? Ja, jetzt zeig doch mal Gloomwood, Mann. Sure. Mal irgendwas Gutes hier. Well, all right. It's about time. Der Typ ist wirklich lustig. So. Leuchtturm. Mehr Schrift auf einen gruseligen Hintergrund. Ein polnischer Name. Hat nämlich so Thief-Vibes, deswegen. Also alles Thief. Mit Shooter. Guck mal, die ist am Seil hängen, ist halt so inspiriert. Euer Inventory Management. Bären. Wohin? Halt auf den Horrorteil von Thief. Dass du keinen Bogen hast, sondern Knarren. Vorbei mit Thief, ab jetzt wird geschossen. Platsch. Ja, du konntest Thief auch alle abstechen. Da, guck da, das, wie du die Leichentracks und so, das ist alles klassisch Spiel. Peng. Kachau. Bisschen Drogen. Und ein cooles Inventar. Yeet. August 16, wenn ich das. Guck mal, selbst die Kommentatorenstimme lacht verrückt. Nice. There's only one thing I like more than playing New Blood's games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut. Ist Fabi eigentlich eingeschlafen? To an adorable animal fight. Nee. Okay.
Und er hat nur schwere Depression. Ja. Und ich kann es ihm nicht mal verübeln. Ja, klar. Ich merke gerade, für euch sind nicht so viele Games dabei. Ich habe wenigstens noch ein paar Sachen, die mir hier gefallen. Aber es liegt auch nur daran, dass ich alles Spieler bin. Trailer das sieht jetzt schon scheiße aus, ne? Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story and how funny and witty. You know, just talk about me. Found it. Ah, ladies and gentlemen, the trailer. Okay, who had the amazing idea to save the trailer backup in 14.4 pixels? Do we have any ants working for us? Lol. Das war der Trailer jetzt quasi. The survival of thy noble family depends Das Rimworld, on their die sehen so ein bisschen Rimworld aus, die Figuren. Vielleicht Rimworld im Mittelalter. With valor and to learn. Oh, if only it were that easy. Das ist ja nicht so gut laufen für den. Ach, für die läuft's gut. Ja, das ist von dem Machen von Rimworld. Guck mal, wie das aussieht. Nur mit bisschen what the f. Oh lol, die Pest. Aufs Maul. Mord. Schlaf. Typ, der sich verbrennt. Massengemetzel. Lawland. Nein. Ist das My Little Pony? Nein. Mal. Nee. Sprech es nicht aus. Sprech es nicht aus. Version 3.0? Da fuck. Fatality. Da. What the... Es gibt ernsthaft. No. Also es ist nicht My Little Pony, aber es ist halt so auf der Art, auf die Art. Fühle ich auf unseren Live-Event. Wie wird das gegen das verstehen? Fighting hurts. Alter. Ah, das habe ich bei Pizza Meat, glaube ich, haben gesehen kurz. Shoutout geht raus an die Jungs. Sorry, dass wir euch alle Viewer weggenommen haben. Bisschen Stardew-esque. Ja. Mit mehr Fokus auf Dungeons und Mining und so, wie es aussieht. Sieht interessant aus. Alles klar.
Der hat ein Upvote als Schwert. Ach so, das ist ja Core Keeper. Der kennt es auch. Sagen Sie Update, ja. Schon Update, ey, krass. Komm, bitte ein Kracher-Spiel, bitte eins. PC Games. Ja, ich glaube nicht mehr. Ist halt so Medicore alles. Und war ganz gute Dinge dabei, aber hat keine Kracher. PC Gamer hatte auch schon mal ein, zwei Kracher dabei. So richtige Brecher. Na gut, Brecher nicht, aber schon so ein paar Highlights schon. Kisten Entertainment. Greedfall. Voll 2. Ist ja angekündigt, ja. Würde ich fühlen. Das ist schon lange angekündigt, Beckmann. Echt? Ja. Nice. Soll ja ganz gut glauben haben, dass sie jetzt ein bisschen mehr Budget haben, weil man hat, ich finde, das Spiel 1 war gut, aber man hat permanentes Budget-Probleme gemerkt. Ich fand die Städte, es wirkte alles so lebenslos und... Ja, du musst halt bedenken, das war das Studio, das gemacht hat, das war ihr drittes Game oder so erst, ne? Ich habe doch eben genau literally wortwörtlich gesagt, man hat gemerkt, dass das am Budget lag. Also ich habe genau den das erwähnt. Aber Greedfall war trotzdem einfach ein einzelnes Game. Das möchte ich nur dazu sagen. Ja. Kampfsystem müssten überarbeiten, ein bisschen mehr Lebendigkeit reinbringen, aber die Story war ganz cool und vor allen Dingen die Mischung aus Magie und dieses Renaissance-Thema oder wie sich das nennt. Warum hat denn der so wenig FPS, der Trailer? Ja, ich würde Victorian-Style sagen. Früher gab es nicht mehr FPS. Tobi, unsere Großeltern mussten noch 12 Kilometer zur Schule hin und zurück gehen und hatten bei 3 FPS. Ja, hallo, wir mussten während einer Pandemie zur Schule gehen, ja, das kann ich jetzt meinen Kindern immer vorhalten. Wir sind auf dem Weg tatsächlich gestorben. Fati's Frontier. Gut, ich muss mir die Spiele nicht aufschreiben, ich kann ja einfach nach in der Wishlist von denen, also in dem Linkpunkt der Seite. Ach, mir gehen langsam die Ideen auf. Das ist doch einfach auf Deutsch. Hatte ich schon, also. So. Warte, ich Giepel. Like Gear Studio. Ah, das ist Cruise Expedition. Von der Optik her. Cruise Expedition heißt das Spiel. Von der Optik her. Ja, ich mag den. Our life depends on the whims of the weather. Our life is tied to this earth. The water we harvest, the aber es ist wieder Space. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long we have wandered without purpose. From now on our city will be a source of hope. Also ein Aufbaustrategiespiel mangelt es echt nicht. Aber der RTS-Technik schon. Ja, RTS ist sadly dead. Das ist aktuell noch ein bisschen wenig Sci-Fi-Games. Ja, finde ich auch. Also kann ruhig mehr sein. Er hat so eine Spur Horror im Sci-Fi, ne? Das hat. Ich habe da echt nichts gegen, aber es ist wirklich zu viele. To build our survival. To build our city. Das Smartphones, die da gerade geflogen sind. Also ist das irgendwie der Bericht, wie irgendwelche armen Arbeitslagerschweine Apple-Phones herstellen müssen? Welcome to Icarus, Prospector. Oh nein. Es ist schon Dean Hall. Beckmann, da ist er. Nein! Das Spiel, was ich vor wieder 10 Minuten nur gespielt haben. This place wants you dead. Hall ist sofort. But we've made progress. Learn the lay of the land. Ist das Icarus? Ja, habe ich doch gerade gesagt, dass es Icarus ist. Sci-Fi. Ein Icarus-Update, genau. Our friends at the UDA are offering up a slice, a whole new terrain. If you learn, build, and survive, maybe, just maybe, there's a future. Wow, die Zwischensequenz hatte auch 1,5 Frames. Mal ganz kurz für den Stream und den Zuschauern das zu beschreiben. Was ist meine Erfahrung mit Icarus, meine und Fabis Erfahrung mit Icarus. Wir sind gelandet, das Spiel ist bei mir erstmal 5-mal gecrashed. Dann irgendwann lief's. Dann haben wir 10 Minuten lang eine Base versucht aufzubauen, weil keiner uns das erklärt hat.
Und dann auf einmal wurde es so dunkel. Also erst in der Höhle, da war schon so dunkel, da habe ich nichts gesehen, da musste Fabi von außen helfen, um das wieder rauszufinden, weil ich aber nichts gesehen habe und die Fackel einfach ausging und nicht mehr anging. Und dann haben wir versucht, Licht zu machen und es war trotz Feuer extrem dunkel, da haben wir das Spiel deinstalliert. Man konnte die Webbegrenzung sehen, egal wo man gestanden hat. Genau. Einfach so ein Kreis von dem Berg. Ja, vielleicht doch alles, was Dean Hall anfasst, wird geschmutzt. It's called Levitation. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Hätte bei Mods bleiben sollen und nicht bei Eigenentwicklung. With Alex searching for a pair of rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it, against orders, obviously, and now it's your turn. Let's go back to the world of Gordon, G-Man, and Alex. Ich meine, das ist nicht komplett neu. Alex, according to this old resistance map, there's a control room somewhere outside the building you're in. Also, dank dem Spiel war ich echt kurz davor, mir die VR-Brille und alles so, und ich habe so Bock drauf gehabt. Ich habe ein bisschen gesehen, es war so, ist so gut. Dann? Geld. Achso. Prostitution. Ja, war eine Niere. Dann kann ich auch gleich das Steam Deck mitholen. Mein Dream-PC. Und hast du den Link schon erfolgreich betätigt? Ja, aber man muss sich für 4 Newsletter anmelden. Wer sind die Dinger nochmal? Headcrabs. Headcrabs. Double Tap. Wie smooth das einfach für VR alles am Gameplay und alles war und aussah und... Das war schon... Schiebt er sich das immer ins Auge oder was macht er? Nee, du wirfst es dir sozusagen, im Backpack war, du wirfst es dir über die Schulter. War für ins Inventory packen. Hat super... Also ich hab's mal bei wen spielen können, funktioniert halt wirklich gut, diese Bewegung. Der sieht das ins Auge. Ja, ich schieb mir auch mal die Magazine ins Auge, kack sie wieder aus, weil ich nachladen muss. Alex, I'm detecting an incredibly large energy signature up ahead. Noch 5 Probably Minuten. Gordon Freeman, and not anything bad at all. Definitely, probably. Ich meine, man müsste auch mal erwähnen, dass das fucking VR ist. Mit richtig hoher... About that beer I owe you. Gordon, it's me. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Also du hast so viele Szenen gehabt, also einfach die... Oh shit. Oh boy. Da ist er! Ich hab vergessen, wie der heißt. Der G-Man! Ich habe mich so oft in diesem Spiel, als ich es gespielt habe, erschreckt, so diese Momente, wo irgendwie das Vieh auf dich zukommt oder der Soldat diese Fußbewegung macht und so. Man war so drin. Schön die Kniescheiben kaputt geschossen. Down here, Russ. Ich liebe den Look. Es ist nicht so übertrieben Sci-Fi, sondern es ist so dezent Sci-Fi. Wie der sich halt bewegt, würde sich halt aber nie ein richtiger Spieler bewegen, ne? Sagst du. Ich halt wild. Doch, das... Es ist überraschend smooth, wenn du gegen VR Motion Sickness bist, wenn du es so einstellst. Aber ja, also es ist trotzdem zu smooth und zu scripted, dass er alles sofort weiß. Also du musst dich ja ständig selber wirklich dann ducken. Du stehst dann halt im Wohnzimmer, duckst dich und krabbelst über den Boden. Der durchschnittliche Gamer braucht natürlich erstmal 200 Energiezellen, um aufzustehen.
und stöhnt sich kaputt, weil die Knie kaputt sind, aber ansonsten nicht. Ja, das ist richtig gut. Solange ich nicht springen muss, Alter, ist alles cool. Also es sieht halt absolut bescheuert aus, wenn das einer spielt, sich duckt und richtig runtergeht und sich dreht und all sowas. Das ist halt so lustig. Wenn ich springe, ist erstmal Erdbeben, Stufe 3. Ich kann nicht springen. Also gehst mit dem Körpergewicht nach unten und ziehst dann deinen Rest nach oben und hebst. Ich hab ein kaputtes Sprunggelenk. Ich das nicht dein Ernst. Digga. Ich mach doch nur einen Gag. Oh. Wir sind gerade alle, glaube ich, kaputt. Mein Knie ist auch halb gerade kaputt. Was? 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 Nicht im Ernst. Naja, ich mach auch immer das Klo auf und find da drin was. Auf dem Dixie-Klo, Alter. Ah ja, natürlich. Liebe diese Geräusche, ne? Das sind Kindheitserinnerungen, wie der große Bruder am PC Half-Life und so gezockt hat und du lagst daneben, hast du zugeguckt. Noch die Tastaturgeklapper dazu und ich krieg Instant ASMR, also das ist das einzige ASMR, was ich fühle. Das ist aber einfach nur so alte Kindheitserinnerungen triggert. Das ist das Geräusch, wenn irgendwo mal McDonald's tatsächlich eine Eismaschine funktioniert. Die hat viel Schaden, möchte ich nochmal. Ich liebe diese Walker, ne? Offen Design. Es ist Half-Life ist Liebe. Wenn man so Motion Sickness hat, ist das schon. Ich habe jetzt erwartet, dass die das hochzieht, dahinter jemand steht, ihr ins Gesicht boxt, der Trailer vorbei ist. Das wäre so der Klischee-Ende eines Trailers gewesen. Ich habe auf eine Shotgun gehofft. Ja. Ja, dann halt so. Levitation. Im Steam Workshop. Well, folks, this is the end. Geht der jetzt wieder drauf? Das war's, ja, mal gucken, ob er stirbt. Wäre das ein neues Half-Life Alyx gewesen, wäre es tatsächlich ein Banger gewesen. Aber dass das nur so ein Add-on ist. Over the course of the last 2 hours, we saw games from developers all over the world, and we wanted to thank everyone who tuned in to watch the show. Ich muss aber sagen, trotzdem Interviews gingen 2 Stunden sehr gut, schnell rum. Unter anderem dank euch. Vielen Dank. Ja, war nicht das Schlimmste. Remember to tip your servers, install your firmware updates, and tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again for joining us at this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to every year, and we're thrilled that you joined us again. See you next time. Bye-bye. Bye. Ist nicht draufgegangen. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. It's the live show before the pre-recorded show. Go to the start. Make sure you're staying hydrated. Replenish your potions. Cut, also Ding. Let's do it again. This is the first time. But before I ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ja, ist auch nicht wichtig. Ich wünsche Nacht. Auf Wiedersehen. Jawohl. Jo, du auch. Also dann, das war Bis wieder. irgendwann. Jo, mach's gut. Das ist wie dieser Watch-Stream oder auch wenn ihr es nachher mal guckt. Das war die PC Gaming Show und davor Xbox Showcase. Xbox Showcase, deutlich bessere von den beiden. Ich muss die Outtakes ehrlich gesagt auch nicht kochen, wenn es noch.
Also, ja. Nee, ich auch nicht. Deswegen. Danke und ja, das nächste, was so Watch Party-mäßig angeht, wahrscheinlich dann spätestens im August, THQ Nordic und Opening Night live von der Gamescom. Also, ansonsten bis demnächst bei egal welchem Video. Bis dahin. Tschüss.